Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Die deutsche Wirtschaft brummt, noch nie hatten so viele Menschen Arbeit. Löhne und Renten steigen, die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherungen melden Rekordüberschüsse. Im Vergleich zu den meisten Nachbarstaaten geht es Deutschland hervorragend. Aber ist damit wirklich alles gut? 2 Millionen Kinder leben in Hartz-IV-Familien. Die Bildungschancen sind ungleich verteilt. Und heute erschienen eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Bis zu 20% der neuen Rentner droht ab 2036 Altersarmut. Wie sieht es also aus? Sind es erfreulich wenig Menschen, denen es in Deutschland schlecht geht? Oder werden im Gegenteil die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Unser Thema heute: Kleine Renten, große Vermögen. Wie gerecht ist Deutschland? Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, heute Chef der Europäischen Linken. Und Carsten Linnenmann, er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU. Auch an Sie herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Herr Gysi, wie gerecht ist Deutschland? Naja, wir machen dieselbe Fehlentwicklung, die wir weltweit haben. Also es fängt mit Folgendem an. 1998 hatten die finanziell untere Hälfte unserer Haushalte einen Anteil am Gesamtvermögen von 2,9%, jetzt nur noch von 1%. Die oberen 10.000, die reichsten, nicht 10% der Bevölkerung, hatten einen Anteil von 45%, jetzt sind sie bei über 50%. Das heißt, es gibt eine Verschiebung. Das Zweite ist, dass die Arbeitslosenstatistik relativ gut aussieht, aber man muss wissen, wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa und wir haben millionenfache prekäre Beschäftigung durch Leiharbeit, durch eben die gering bezahlten Jobs, aber auch durch Scheinselbstständigkeit, durch erzwungene vielfache Befristungen und durch erzwungene Teilzeit. Und dann haben wir keine Vermögenssteuer. Und was mich auch sehr stört, als letztes, Sie haben auf Bildung hingewiesen, ist übrigens auch ein großes Problem. Aber es gibt noch etwas, was mich stört. Die Armut, da wird nicht richtig eingegriffen dagegen. Aber die Mitte in der Gesellschaft, übrigens wegen Mittelstand, bezahlt hier alles, weil man sich an die wirklich Reichen und Vermögenden nicht herantraut. Und das kann so nicht bleiben. Herr Lindemann, werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Die Frage ist, was man unter reich versteht. Wenn Herr Gysi unter reich versteht, dass es Manager gibt, die für Nichtleistungen Boni bekommen, dann bin ich bei ihm. Wenn Herr Gysi darunter versteht, dass es große Konzerne gibt, große Kaffeekonzerne, die die Gewinne in Deutschland schmälern, indem sie, wenn sie einen Kaffee kaufen, eine Lizenzgebühr bezahlen müssen, faktisch, die nach Luxemburg transferiert wird, damit hier wenig bis gar keine Steuer bezahlt werden und in Luxemburg dann die Steuern bezahlt werden, wo die Sätze niedriger sind als bei uns, dann bin ich bei Herrn Gysi. Dann ist das für mich sozial ungerecht. Das ist die größte soziale Ungerechtigkeit überhaupt, dass nicht dort die Steuern bezahlt werden, wo die Gewinne anfallen. Aber das ist schon ein Zerrbild, was Herr Gysi meines Erachtens abzeichnet, weil ich glaube, die beste Antwort auf Armut oder Altersarmut ist Beschäftigung. Und in Deutschland ist es mittlerweile so, dass wenn Sie eine Ausbildung haben, beispielsweise, dann faktisch eine Garantie haben, dass sie im Leben nicht mehr arbeitslos sind. Das sind jetzt die ersten Zahlen. 97% derer, die eine duale Ausbildung haben, sind nicht arbeitslos. Wenn Sie nach Spanien reisen, nach Griechenland, nach Südeuropa, sieht die Situation ganz anders aus. Und deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, dass die Wirtschaft prosperiert, dass es dem Mittelstand gut geht. Dann geht es auch den Menschen gut. Die Arbeitnehmer müssen was von dem Kuchen abhaben. Darüber reden wir ja gleich noch. Aber ich habe ein Problem damit, ein Zerrbild zu zeichnen. Wir sollten nicht mit der Gießkanne vorgehen, sondern uns darüber unterhalten, wo gibt es Probleme und die dann auch lösen, anstatt mit der Gießkanne versuchen, alles auf einmal anzugehen. Jetzt haben wir uns ja die Situation insgesamt angeschaut. Lassen Sie uns mal verdichten auf die Situation der Rentner. Geht es den Rentnern in Deutschland erstaunlich gut oder erstaunlich schlecht? Also wir haben immer noch nicht die gleiche Rente in Ost und West, was im 27. Jahr der deutschen Einheit ein Skandal ist. Das muss jetzt wirklich mal zügig geschehen. Das Zweite ist, dass es heute den Rentnerinnen und Rentnern noch einigermaßen gut geht. Aber ich fürchte für die jetzt 50-Jährigen, für die 40-Jährigen, für die 30-Jährigen und erst recht für die ganz Jungen. Und da hat die Bertelsmann Stiftung völlig recht. Ein Fünftel wird dann an Altersarmut leiden. Da haben wir dann so eine Grundsicherung. Da darfst du aber kein Sparguthaben haben und nichts. Das muss man sich mal ansehen. Das ist auch alles sehr demütigend gestaltet. Und da ist eben die Lösung der Union und zumindest bisher auch der SPD nur gewesen, Senkung des Rentenniveaus und immer später in Rente gehen. Habe ich ja mal den schönen Satz gesagt, dass man zwar mit 90 Jahren im Bundestag noch herumdödeln kann, aber eben kein Dach mehr decken. Also es geht gar nicht, dass wir das Rentenalter immer weiter nach hinten verschieben, denn wir haben ja auch eine hohe Zahl von Frühverrentung. Und wenn Sie mich fragen, wie die große Reform aussehen sollte, die wir machen müssten, erzähle ich es Ihnen gerne. Sie erlauben mir, 2 Dinge halte ich fest. Rentenniveau, Renteneintrittsalter, über beides werden wir sprechen. Zunächst mal über die Gesamtsituation möchte ich noch mal ein gutes Bild bekommen. Es gibt ja ganz unterschiedliche
Informationen, die man da bekommt. Zunächst mal Grundsicherung im Alter, die ist dafür da, dass keiner im Alter in absolute Armut fällt. Nur 5% der Rentner bekommen Grundsicherung. Das sieht so aus, als ob Armut im Alter viel, viel geringer wäre als bei jüngeren Leuten, bei jungen Familien zum Beispiel. Und dann gibt es jetzt diese Studie, die sagt jetzt, hoppla, da droht 20% der neuen Rentnern Altersarmut. Wie ist die Situation jetzt? Besser als beim Rest der Bevölkerung oder schlechter? Die Studie, Herr Schier, kommt zu einem anderen Schluss. Die Studie sagt zwar, 20% erreichen wir, aber nicht Altersarmut, sondern Armutsgefährdung, Armutsrisiko. Da sind natürlich auch Studenten beispielsweise drin, ja, die hier in Berlin wohnen oder sonst wo eine Bude haben, studieren, von ihren Eltern noch 500 € bekommen und in die Statistik Armutsrisiko fallen. Die sind aber nicht armutsgefährdet. Und deswegen kommt es darauf an, wirklich die richtigen Zahlen zu benutzen. Und ich glaube, wir sind uns einig, es geht um die Grundsicherung im Alter. Davon sind im Moment 3% betroffen. Und das geht auf 5%. Ich glaube, die Bertelsmann Stiftung heute sagt 7%. Und da gibt es andere Bereiche, Kinder beispielsweise, Hartz-IV-Familien, Alleinerziehende und so weiter, wo das Armutsrisiko noch viel, viel höher ist. Und eins muss man natürlich sagen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Debatte. Es sind zwei verschiedene Systeme. Es gibt einmal das Rentensystem, das ist ein Versicherungssystem, dass derjenige, der mehr einbezahlt, auch mehr herausbekommt. Und die Grundsicherung im Alter ist ein Fürsorgesystem. Und ich bin der Letzte, im Gegenteil. Da müssen wir uns mal genau ansehen, wer ist denn gefährdet, um da reinzurutschen? Wer hat denn heute die Sorge, später in Altersarmut zu rutschen? Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es gibt die sogenannten Erwerbsgeminderten in Deutschland. Das sind 1,8 Millionen Menschen. Die haben keine große Lobby hier in Berlin. Das sind Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen, aus physischen, aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten können. Die sind 20 Jahre alt, 30 Jahre alt oder 60 Jahre. Und die sind hochgradig gefährdet, in diese Altersarmut zu rutschen. Das heißt, da ist die Union, und das kann ich auch für die gesamte Union sagen, sind wir die Letzten, die nicht da unterstützen wollen. Wir haben in dieser Periode zweimal angepackt und ich bin mir sicher, auch in der nächsten Legislaturperiode werden wir diesen Kreis weiter unterstützen. Es gibt auch andere Kreise, aber das ist für mich eine zielorientierte Rentenpolitik. Und nicht einfach sagen, wie die Linke das tut, wir wollen ja auch mal ein bisschen zuspitzen, dass wir auch eine Debatte bekommen, dass man einfach sagt, wir können die Probleme in Deutschland lösen, indem wir einfach das Rentenniveau anheben, können wir mitnichten. Denn für die Leute, Herr Schier, die Sie ansprechen, die in diese Grundsicherung im Alter rutschen, dort wird ja die Rente angerechnet. Das heißt, da können Sie das Rentenniveau noch so hoch anheben, da treffen Sie nicht die zielgerichtet, sondern es ist die Gießkanne. Wir müssen zielgerichtet den Menschen helfen und nicht jeden Wahlkampf mit der Gießkanne unterwegs sein, um die teuersten Wahlkampfversprechen. Den Weg zielgerichtet ist gut, dann versuche ich mal zielgerichtet diese Debatte zu lenken. Zunächst mal haben wir ein Rentensystem, das im Prinzip bis 2030 gut aufgestellt ist, oder haben wir Änderungsbedarf, Herr Gysi? Natürlich haben wir Änderungsbedarf. Es ist ja schon beschlossen worden, das Rentenniveau zu senken. Das wird ja jedes Jahr tiefer. Insofern ist das ein gewaltiges Problem, weil es ja die neuen Rentner mal trifft. Denn gerade ihr Rentenniveau wird ja immer geringer sein. Das Zweite ist, dass wir jetzt eben dabei sind, das Renteneintrittsalter zu verschieben von 65 auf 67. Wir sind ja schon ein Stück weiter. Jedes Jahr kommt ein Monat dazu. Und für viele ist das ein gewaltiges Problem, weil sie die Kraft nicht haben, wenn sie 40 Jahre lang wirklich hart gearbeitet haben etc. Und jetzt sage ich Ihnen auch, worin die Lösung besteht. Und das hat gar nichts mit Gießkanne zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich will ja auch die Mitte entlasten, zum Beispiel steuerlich. Aber das ist eine Einkommensteuerfrage, die lasse ich jetzt mal weg. Mir geht es um was anderes. Es geht nicht mehr in der nächsten Generation, dass nur die Lohnabhängigen und deren Unternehmen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen. Auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte. Alle müssen einzahlen. Wenn wir dann noch die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben, heute 6.500 im Osten, 7.500 im Westen und sagen, nee, von dem, was du verdienst, musst du Beiträge bezahlen und dann noch einen dritten Schritt gehen, dass wir für die Spitzenverdiener den Rentenanstieg abflachen. In meiner Partei gab es mal wie in der Schweiz die Vorstellung einer Höchstrente, sage ich, macht das Bundesverfassungsgericht nicht mit. Die sagen, ein höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen. Allerdings sagen sie, in einer Solidarversicherung darf man abflachen, weil es ja auch ein Solidarbeitrag ist. Wenn wir diese 3 Schritte gehen, das wäre eine große Reform. Aber ich will noch dazu was sagen. Ich habe nichts dagegen, dass dann der Staat an die Beamten noch irgendwas dazu zahlt oder dass Rechtsanwälte noch eine eigene Versorgung aufbauen. Aber alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung zukünftig einzahlen. Dann können wir die Probleme lösen und das alte Rentenniveau wieder erreichen. Jetzt haben Sie noch einen Punkt eingebracht. Jetzt arbeiten wir das mal nacheinander ab. Rentenniveau. Ich versuche mal zu erklären, was man darunter versteht. Ja, das ist die Frage, wie viel Prozent oder wie verhält sich das Einkommen eines durchschnittlichen Rentners, der 45 Jahre lang einbezahlt hat, wie viel Prozent von dem, was ein Durchschnittsverdiener, der heute aktiv ist, verdient? Im Moment 48%. Begonnen haben wir mit 52%. Wenn man nichts weiter tut, sinkt es nach den Berechnungen ab auf 45%. SPD sagt, wollen wir bei 48% stabilisieren. Sie sagen, 53% muss das stabilisiert werden. Ja, beginnen wir bei Ihnen. Warum will die Union nichts dagegen tun, dass das Rentenniveau von jetzt 48% auf 45% absinkt?
Wenn Sie das Rentenniveau anheben, Herr Schier, muss das bezahlt werden. Und in der Regel passiert das dann über Beiträge. Und wenn die Beiträge steigen, dann trifft das ja gerade diejenigen heute, ich denke an Familien mit vielen Kindern, ich denke an Alleinerziehende, die heute Sorge davor haben, später in diese Altersarmut zu rutschen, in die Grundsicherung für Arbeit. Das heißt, sie treffen genau diejenigen, die sie eigentlich unterstützen wollen. Deswegen freue ich mich auch auf den Wahlkampf, wie wir Familien entlasten über Sozialversicherungsbeiträge und über Steuern. Und hier würde man genau den gegenteiligen Effekt anbringen. Und deswegen finde ich, ich meine, es war ja Franz Müntefering, es waren ja nicht wir, im Jahre 2006. Wir haben das konstruktiv begleitet. Ja, und ich finde, er hat damals gesagt, wir versuchen jetzt das System bis 2030 stabil zu halten. Indem er gesagt hat, das Rentenniveau darf nicht unter 43% sinken. Im Moment sind wir bei 48%. Wenn die Wirtschaft weiter so wächst, kommen wir auch nicht auf 43, sondern höher. Und die Sozialversicherungsbeiträge, die Krankenversicherungsbeiträge, die Rentenversicherungsbeiträge dürfen nicht auf über 22% steigen. Wir sind jetzt bei 18,7. Das heißt, wir haben doch jetzt eine Situation, dass wir bis 2030 dieses Rentensystem stabil organisiert haben. Ich bin der Letzte, der nicht darüber redet, wo es Probleme gibt, wo wir anpacken müssen. Wir können über Riester. Das Thema Beamte bin ich der Letzte. Ich habe das auch eben in einer Gremiensitzung angesprochen. Wir als Union fordern eine Rentenkommission, die dann startet nach der Bundestagswahl, weil wir jetzt nicht in einen Überbietungswettbewerb wollen. Aber in dieser Rentenkommission, da müssen wir, glaube ich, ohne Schaum vor dem Mund auch Themen ansprechen, wo wir sagen, es ist lange aufgeschoben worden. Da zählt auch das Thema Beamte, da zählt das Thema Politikerpension, auch das Thema Selbstständige. Glauben Sie etwa, Herr Gysi, dass ich möchte, dass jemand sich selbstständig macht und sein Geschäftsmodell so ausrichtet, dass er keine Rentenversicherungsbeiträge zahlt, das Leben lang selbstständig ist und hinterher in die Alterssicherung rutscht und der Steuerzahler soll das noch finanzieren. Das will ich auch nicht. Aber ich möchte nicht im Wahlkampf einen Überbietungswettbewerb um die teuersten Rentenbonbons. Und Herr Gysi, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt, weil Wahlkampf ist, dieses Thema Rentenniveau hochzieht und nach der Wahl wieder ruhiger wird. Wer soll das Bonbon bezahlen? Ja, wissen Sie, es ist ja so, als Politikerinnen und Politiker haben Sie nie eine Chance, ein Bonbon hochzuziehen. Wenn die Leute es nicht interessiert, können sie erzählen, was sie wollen. Aber ich glaube, das Rententhema interessiert die Menschen. Und das, was ich sage, sage ich seit Jahren und auch außerhalb von Wahlkämpfen. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen das umstellen. Und ich sage noch einmal, die können sich alle zusätzlich privat versichern. Interessiert mich alles gar nicht. Aber alle müssen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Sonst werden wir den Druck immer wieder erleben, das Renteneintrittsalter zu verschieben, das Rentenniveau zu senken, was nicht geht. Das haben Sie aber immer noch nicht gesagt, wer das höhere Rentenniveau bezahlen soll. Na, sonst könnten Sie auch 60 oder 70%. Ich als Rechtsanwalt, ich als Bundestagsabgeordneter, die Beamtinnen und Beamten, Sie zahlen doch gar keine Rentenversicherungsbeiträge. Zahlen Sie doch gar nicht. Das sage ich doch. Das soll sich ändern. Und die bezahlen es dann. Und dann auch, so, verstehen Sie, das ist doch der Unterschied. Ich sage nicht, die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen sollen mehr bezahlen, sondern ich sage, es sollen lauter Leute einzahlen. Natürlich erst in der nächsten Generation, die 18 werden, weil ich kann ja in Vertrauensverhältnisse nicht eingreifen bei 50-Jährigen. Da können wir damit anfangen, dass wir sagen, nein, ihr müsst alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Was glauben Sie, was das für einen finanziellen Schub gibt, wenn alle Rechtsanwälte, Selbstständigen, wenn das ist ja ein Unternehmerinnen und Unternehmen... Wer einbezahlt, nimmt auch raus. Nur weil Sie mehr Leute einzahlen lassen... Ja, passen Sie auf. Erstmal zahlen mehr ein. Das heißt, ich habe erstmal mehr Geld für die Renten. Und zum Zweiten, wenn die dann selbst in Rente gehen, sage ich ja noch mal, ohne Beitragsbemessungsgrenzen. Wenn einer 1 Million verdient, muss er eben von 1 Million seinen Beitrag bezahlen. Aber den Rentenanstieg für die Spitzenverdiener flache ich ab. Das ist zulässig, das lässt auch das Bundesverfassungsgericht zu. Ich sage Ihnen, wenn wir nicht so große Reformschritte gehen, werden die Grundsicherung ist ja auch demütigend. Wissen Sie, warum es auch so wenig Anträge gibt? Es gibt Leute, deren Sparguthaben ist zu hoch. Das kann sich gar keiner vorstellen. Du darfst als Hartz-IV-Empfängerin ein höheres Sparguthaben haben als eine Grundsicherungsrentnerin. Das heißt, sie muss erst mal ihr Sparguthaben aufbrauchen, bevor sie überhaupt die Grundsicherung beantragen kann. Also wenn, dann brauchen wir eine Mindestrente, wo wir sagen, das ist das Minimum, was jemand benötigt, um sein Leben bestreiten zu können. Und noch was, wegen des Rentenniveaus. Früher gab es einen Grundsatz, und der wird Schritt für Schritt aufgegeben, dass man mit der gesetzlichen Rente in der Lage sein soll, den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man sich im Erwerbsleben erarbeitet hat. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Gut, dann versuchen wir, das zu systematisieren. Mindestrente. Linkspartei fordert eine solidarische Mindestrente, 1.050 € im Monat. Ich sag mal, das klingt super. Warum soll man das nicht jedem älteren Menschen... Haben wir eine von 1.000, allerdings ist Norwegen auch ziemlich teuer, das weiß ich. Aber immerhin, die haben eine Mindestrente von 1.000 €. Warum gönnen Sie den armen Rentner nicht 1.050 € im Monat? Ich gönne es jedem, aber es muss einer bezahlen. Nochmal, Sie treffen damit, schauen Sie sich mal die Situation heute an. Die EZB macht eine Nullzinspolitik. Das heißt, die Menschen haben unglaubliche Probleme, ihr Geld anzulegen. Ich rede nicht über diejenigen, die sich Immobilien leisten können, in tollen Städten, sondern wirklich über die ganz normalen Menschen, die Geld auf dem Sparbuch haben, die eine Lebensversicherung haben,
Die erleben doch jetzt die andere Seite der Medaille. Richtig. Nämlich, dass sie wenig Zinsen bekommen. Es ist faktisch eine Enteignung, was da stattfindet. Ja, aber Herr Gysi, genau die treffen Sie ja jetzt, weil die Rentenversicherungsbeiträge steigen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, es sollen andere mit einbezogen werden. aber dann lass uns doch darüber reden, wie wir beispielsweise die betriebliche Rente, ja, die private Rente, die haben wir ja extra eingeführt. Gerhard Schröder war es damals, wir haben das konstruktiv begleitet. Da liegt ja auch einiges im Argen. Bei der betrieblichen, das haben wir unterstützt, jetzt im Deutschen Bundestag und auch selbst ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass wir gerade Geringverdienern helfen. Und bei der privaten, da stimmt auch vieles nicht, gebe ich zu. Auch bei Riester nicht. Wer heutzutage riestert und keine Familie hat, ohne Kinder, da sind meines Erachtens Dinge im Argen, Stichwort Abschlussgebühren, Vertriebskosten, wo zum Teil die Zulagen aufgefressen werden. Nicht umsonst ist es Herr Schäfer, der Finanzminister aus Hessen, der jetzt eine Deutschlandrente vorschlägt. Ich wollte nur sagen, ich sage ja nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich habe nur ein Problem, einen Überbietungswettbewerb um die höchste Rentenhöhe. Aber Herr Schier, es war ja Ihre Kanzlerin und CDU-Vorsitzende gesagt, ist alles in Ordnung, ist alles durchgerechnet bis 2024. Ich will darüber jetzt gar nicht diskutieren im Wahlkampf. Ich glaube, sie will über Inhalt überhaupt gar nicht diskutieren im Wahlkampf. Doch, sie will es zielgerichtet machen, Herr Gysi. Schauen wir uns doch mal eine Gruppe an. Ich habe eben die Erwerbsgeminderten angesprochen. Schauen wir uns doch mal an, wer ist noch in Gefahr. Es sind Kinder, die in SGB-II-Familien, in Hartz-IV-Familien leben. Ich sage das ganz deutlich. Wir haben hier in Berlin Hunderte von Kindern, die morgens nicht zur Schule gehen, weil sie nicht das Familienhaus haben, was die Voraussetzungen dafür schaffen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es tolle Projekte in Deutschland, die versuchen, an diese Kinder heranzukommen. Wir haben 60.000 bis 70.000 Kinder, die schwer erreichbar sind. Und dass Hartz IV nicht weitergegeben wird, sag mal ganz vorsichtig, nicht vererbt wird, auch wenn man ja heutzutage schon aufpassen muss, was man sagt. Damit es nicht vererbt wird, müssen wir doch jetzt alles tun, dass wir die Kinder da rausholen, dass die Kinder eine Perspektive haben. Und da brauchen wir einen Wettbewerb. Da müssen wir gerade solche Initiativen unterstützen. Ja, ich war hier in Moabit beispielsweise in Berlin, da gibt es Initiativen, wo Schwestern rund 300 jungen Menschen helfen, eine Ausbildung zu finden, handwerkliche Tätigkeiten. Darüber erwarte ich eine Debatte, dass sie zielgerichtet, Herr Gysi, vorgehen, Linnemann, anstatt das Rentenniveau einfach zu erhöhen. Wir in Kommunen was zu sagen haben, überall, wo wir in Ländern was zu haben, werden solche Projekte immer unterstützt. Aber das liegt natürlich an einer Fehlkonstruktion, für die auch Ihre Partei mit zuständig ist. Ich habe nichts gegen den Föderalismus, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber ich muss Ihnen sagen, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben, weil wir 16 Bundesländer haben, ist abenteuerlich. Also zur Zeit der Postkutschen mag das ja ein Fortschritt gewesen sein, aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Und das Zweite, Kinder werden viel zu früh getrennt. Man muss dafür sorgen, dass gerade auch Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten eine Chance bekommen. Wir brauchen einen chancengleichen Zugang zu Bildung, aber auch zu Kunst und Kultur. Die Eintrittspreise, vieles andere spielt dabei eine Rolle. Ich könnte Ihnen da Beispiele nennen, weil Kinder liegen mir nur wirklich besonders am Herzen. Und wenn Kinder arm aufwachsen, dann ist es gut, wenn sie ehrgeizig werden. Ich habe Kinder in Suppenküchen besucht. Ich habe ihnen in die Augen geschaut. Und ich sage Ihnen, da gibt es welche, die sind schon aggressiv, da mache ich mir große Sorgen. Dann gibt es welche, die werden besonders ehrgeizig und welche, die sind lethargisch, die geben sich irgendwie auf. Das geht überhaupt nicht. Da müssen wir sofort eingreifen bei den Kindern. Niemand wird Ihnen widersprechen, aber ich würde trotzdem gerne die Debatte wieder zurückführen auf das, worüber wir eigentlich reden wollten, nämlich über das Rentensystem. Die große Debatte der letzten Jahre ging über das Renteneintrittsalter. Große Koalition hat damals gesagt, wenn die Menschen immer länger leben, auch immer länger fit sind, ist es nur fair, wenn sie auch ein bisschen länger arbeiten. Bis 2030 Die Zahl der Frührentner nimmt zu, wegen immer fitter werden. Bis 2030 soll das Renteneintrittsalter ansteigen auf 67. Herr Gysi, warum ist die Linkspartei dagegen? Ja, das ist falsch, aber nun ist es ja beschlossen, das ist ja Gesetz, das passiert ja schon jeden Tag, weil die Überlegung falsch ist. Die Überlegung ist die, ja, wenn die Menschen immer älter werden, was übrigens auch daran liegt, dass die Säuglingssterblichkeit gesunken ist, verstehen Sie, wenn Sie weniger Kinder haben, die 0 Jahre alt werden, haut das ja den Durchschnitt hoch, ne? Nie Churchill vergessen, er glaubt nur an eine Statistik, die er selbst gefälscht hat. Also mit anderen Worten, das muss man auch sehen. Sie werden ja nicht bestreiten, dass die Menschen länger leben und auch länger Renten beziehen. Es stimmt auch, dass sie länger leben. 57, 10 Jahre Rentenbezug, heute 20 Jahre Rentenbezug. Und jetzt kommt der Schluss, dann müssen sie eben immer später in Rente geschickt werden. Ich habe Herrn Schäuble mal gefragt, wann das aufhört, ob bei 87 oder so. Aber das hat er mir nicht erzählt, hat man da natürlich mehr ein Scherzgespräch zwischen uns. Weil ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Es gibt viele Berufe, wo das völlig undenkbar ist. Ich sage ja, bei Politikerinnen und Politikern mag das anders aussehen. Aber es gibt viele Berufe, wo das undenkbar ist. Und die Überlegung halte ich für falsch. Weil eins vergessen wird, in derselben Zeit, in der wir älter werden, ist auch die Produktivität angewachsen. Das heißt, was ein Mensch in 40 Jahren, vor 50 Jahren hergestellt hat und was ein Mensch in 40 Jahren heute herstellt oder an Dienstleistungen erbringt, da liegen gewaltige Unterschiede. Solche Fakten müssen doch auch einbezogen werden. Und deshalb sage ich, in der Verschiebung des Rentenalters kann es nicht liegen. Und da sind wir uns ja gar nicht so fern. Wir müssen dafür sorgen in der nächsten Generation, dass alle mit Erwerbseinkommen einzahlen. Übrigens, der Sozialstaat muss endlich auch mal zu den Selbstständigen kommen. Da gibt
gibt es den nämlich so gut wie gar nicht. Ist Auch die das wird nicht. Anhebung des Rentenalters richtig, logisch, konsequent oder falsch? Und soll es weitergehen? Das wäre meine ergänzende Frage. Ja, also es machen war wir Franz Müntefering, der das auf den Weg gebracht hat, was wir konstruktiv unterstützt haben und da auch hinterstehen. Es ist die Rente mit 67, die dann irgendwann 2030 Wirklichkeit wird. Im Moment erhöhen wir das Renteneintrittsalter jedes Jahr um einen Monat. Aber ich bin dagegen, dass wir heute sagen, jetzt fordern wir eine Rente mit 70 oder 75. Lass uns doch die 67 erstmal erreichen. Und Herr Gysi, wir haben heute eine Rentenbezugsdauer von rund 20 Jahren, 1967 10 Jahre. Das heißt, es hat sich verdoppelt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Leute werden fitter. Ich habe, blödes Beispiel, aber gestern in Hamburg bin ich den Halbmarathon gelaufen. Und was glauben Sie, wie viele 60-, 65-Jährige mich überholt haben? Ich meine, bei meiner Zeit ist das nicht schwierig. Ich hätte Sie auch überholt, aber ich hätte es gar nicht versucht. Gut, Ja. bei meiner Zeit ist das nicht schwierig, aber die Menschen werden fitter. Und ich glaube, den Fehler, den die Linke macht, ist, natürlich gibt es Menschen, die können gar nicht, ja, in dem Alter weiterarbeiten. Wir sehen das, nehmen Sie das Beispiel Rente mit 63, die sollte eigentlich für die Gerüstbauer, die SPD hat gesagt, das machen wir jetzt für die Gerüstbauer und für die Dachdecker, das war ja ein Synonym für Menschen, wir sagen bei uns in Westfalen immer, die hart mal Lucht haben. Heute sehen wir, die sind da gar nicht mit dabei, weil die in der Erwerbsgemindertenrente sind, die kommen gar nicht auf die 63. Die gibt es, ja. Herr Gysi, aber ich glaube, dass Sie, nicht Sie persönlich oder Sie als Partei, den Fehler machen und alle über einen Kamm scheren. Selbst die gewerkschaftsnahe Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung, kommt zu dem Schluss, dass die meisten Menschen deshalb länger arbeiten wollen, weil sie nicht von 100 auf 0 wollen, weil sie nicht in Vollbremsung in die Rente wollen, weil sie sagen, ich möchte gerne noch ein bisschen länger arbeiten und gleichzeitig auch Rente bekommen. Nur mal um ein Beispiel zu bringen. Aber Herr Linnemann, ich bin noch ein Beispiel. Ich arbeite weiter, obwohl ich jetzt ja schon, wie alt bin ich, 69 bin. Ja. Das heißt mit anderen Worten, das will ich doch keinem Rentner und keiner Rentnerin verbieten, dass sie weiter arbeitet. Aber das ist nicht die Frage des Bezugs der Rente. Und vor allen Dingen wir in der Politik sind doch verantwortlich, dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau nicht ständig sinkt, dass wir nicht in Kauf nehmen, dass immer mehr Altersarmut entsteht. Vorhin haben wir festgestellt, die Steuern sprudeln, die Wirtschaft wächst und gleichzeitig nehmen wir das in Kauf. Das geht einfach nicht. Deshalb habe ich am Anfang mal die Statistik gesagt mit der Vermögensbeteiligung. Verstehen Sie, das ist alles verkehrt rum organisiert. Es müsste sich ja ein bisschen angleichen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Und wissen Sie, das ist das, was mich so stört. Sie haben natürlich recht. Es gibt natürlich Berufe, wo die Leute wirklich immer früher in Frühverrentung. Es gibt Mobbing, den Begriff gab es ja früher nicht. Ich meine, das wird es früher auch schon gegeben haben. Aber was glauben Sie, wie viele Leute zu mir kommen und sich beschweren darüber, wie sie behandelt werden? Und noch was mit den alten Leuten. Wenn Sie Hartz-IV-Empfänger sind mit 50, bewerben Sie sich mal. Chancenlos. Chancenlos. Weil wieder unsere Unternehmer immer die Einstellung haben, zu alt, nicht jung, nicht frisch genug. Dann bei Frauen haben sie die Einstellung, wenn die 3 Jahre zu Hause waren mit Kindern, dass sie dann alles vergessen haben und nichts mehr können. Übrigens in den USA gänzlich anders. Da sagen die Unternehmer, wer 3 Kinder erzogen hat, ist so konfliktfähig, den stellen wir sofort ein. Also die haben eine ganz andere Einstellung als wir. Da müssen wir vieles ändern, auch kulturell. Aber vielleicht können wir einmal beim Thema noch mal bleiben. Wir schweifen ja immer sehr weit aus. Sie schaffen einfach ein Klima, Herr Gysi, eine Mentalität, dass längeres Arbeiten nichts Gutes ist, dass Arbeit etwas Schlechtes ist. Auf freiwilliger Basis. Ja, aber wenn Sie natürlich dann versuchen Sie doch, das nicht schlecht zu reden, wenn man länger arbeitet. Dass Sie sagen, okay, wir setzen uns für diejenigen ein, die beispielsweise, da bin ich dagegen. Die beispielsweise in der Erwerbsgemindertenrente sind. Aber ich habe es doch im Bundestag gesehen, als wir das Thema Flexirente eingebracht haben, wie die Linke da auf die Barrikaden gegangen ist. Bei der Flexirente geht es darum, dass diejenigen, die länger arbeiten, auch mehr Rente bekommen. Da wurde von Ihrer Partei gesagt, jetzt zwingen wir denen das auf. Gegenteil ist richtig. Die meisten wollen sogar freiwillig länger arbeiten. Es gibt viele, die können es nicht, für die müssen wir da sein. Aber diejenigen, die länger arbeiten, die müssen dann verdammt noch mal auch mehr Rente bekommen. Ja, und genau das, wenn ich den Punkt eben zu Ende sagen darf, haben wir jetzt geschafft. Es muss keiner, aber derjenige, der freiwillig will, kann dies machen. Und seit dem 01.01. dieses Jahres bekommt er zusätzlich für seine Arbeit eine Rentenerhöhung. Und der letzte Punkt, früher, Herr Schier, ich habe es auch nicht geglaubt, aber es war so, musste man sogar im Rentenalter, wenn man gearbeitet hat, sogar noch Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Ist ja irre. Man kann ja gar nicht mehr arbeitslos werden, wenn man im Rentenalter ist. Und die fallen jetzt auch weg. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass, wenn Menschen länger arbeiten wollen, dass sie dann auch mehr Rente bekommen und dass man das nicht schlecht macht, sondern gut macht. Kurze Antwort zur Flexirente, Herr Gysi. Und dann? Ganz kurz. Erstens kann man es auch so regeln, dass jeder weiterarbeiten kann, der möchte. Trotzdem bekommt er seine Rente. Was Sie geregelt haben, ist zu sagen, wenn er weiterarbeitet, bekommt er seine Rente noch nicht, zahlt weiter Beiträge und erhöht damit seine Rente. Ich habe ja nichts dagegen übrigens. Falsch. Kann man ja machen, freiwillig. Das Falsch. Problem ist nur, wenn man jemanden dazu zwingt, weil er sonst eine zu niedrige Rente bezieht. Das ist das, was die Linke kritisiert hat. Weil viele sich sagen, ich habe eine so niedrige Rente, ich muss ja weiterarbeiten. Wenn es nur darum ginge, dass man in Rente geht, weiterarbeitet und dabei noch seine Rente erhöhen kann, auf freiwilliger Basis, dann habe ich nichts dagegen. Aber nicht, dass
ich keine Rente bekomme und vor der Frage stehe, nehme ich jetzt eine niedrige Rente oder arbeite ich 4 Jahre weiter, um meine Rente auf eine Höhe zu bekommen, die mir genügt. Das ist das Problem, Ganz was wir kurze gesehen Antwort. haben. Vielleicht ist Information auch wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier zuschauen und vielleicht darüber nachdenken, länger zu arbeiten. Wenn ich im Rentenalter bin, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich nehme erstmal die Rente und arbeite weiter, dann bekomme ich jedes Jahr zusätzlich eine Rentenerhöhung neben den normalen Rentenerhöhungen. Die andere Möglichkeit ist die, dass man sagt, ich verzichte jetzt auf meine Rente, arbeite länger und dann bekomme ich jedes Jahr 6% Zuschlag plus die eingezahlten Beiträge sind 8,5%. Bekomme ich jedes Jahr mehr, wenn ich ein Jahr verzichte und länger arbeite. Das heißt, Sehen Sie, Herr Linnemann, es gibt das ist das diese Problem. Möglichkeiten. Dazu fühlen sich manche gezwungen, weil sonst ihre Rente zu niedrig ist. Es macht Wenn der kaum. Zwang rausgeht, Es ist verstehen Sie, überhaupt dann kein Zwang. kann man über die Es Dinge ist, nochmal, Herr reden. Schier, Entschuldigung, es gibt keinen Zwang. Wer im Natürlich Rentenalter ist, indirekt, nicht direkt, aber indirekt, weil er sonst eine so niedrige Rente bezieht, dass er eben seinen Lebensstandard nicht An dieser aufrechterhalten Stelle kann. beenden wir jetzt die Flexi-Rente. Ich glaube, wir haben das einigermaßen Aber ich bin verstanden. für Ihre große Runde. Lassen Sie uns mal eine große Runde zur Rente Genau. in Deutschland machen. Genau. Aber dann laden Aber Sie auf mich auch diese, ein, ja, auf damit das diese nicht so einseitig große wird. Runde zur Rentenversicherung würde ich gerne kommen. Alle Parteien haben ein Rentenkonzept vorgelegt. Die SPD, die Grünen, die Linkspartei. Nur die Union hat gesagt, nee, im Moment kein Handlungsbedarf, weil wir haben das bis 2030 geregelt. Gleichzeitig sagt die Kanzlerin, kündigt an, in der nächsten Legislaturperiode gibt es eine große Rentenkommission. Das sage ich als Wähler, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Kommen da irgendwelche Dinge dann nach der Wahl auf mich zu, die man mir vor der Wahl nicht sagen will? nein, die kommen nicht. Weil wir sagen, bis Ja, die 2030... SPD zum Beispiel sagt, sie planen heimlich die Rente mit 70. Nein. Kann ich jetzt schon bestätigen. Ich saß heute Morgen auch im Bundesvorstand, habe mit der Kanzlerin auch dieses Thema besprochen. Die Rente mit 70 wird nicht im Wahlprogramm stehen. Nur, dass das mal für alle Mal klar ist. Weil es ja auch, weil wir jetzt erstmal auf die war Rente nicht mit der Vorwurf, 67... dass sie im Wahlprogramm steht, sondern dass sie kommt. Nein, sie kommt auch danach nicht. Weil jetzt erstmal Was die heißt 67... danach? Also über welchen Zeitraum reden Sie? Wollen Sie jetzt wirklich versprechen, dass nach 2030 nie die Rente mit 70 kommt? Nein, ich wollte jetzt aussagen, dass wir an dem Konzept von Franz Müntefering bis 2030 festhalten. Und alles, was danach kommt, ja, das wird in einer Rentenkommission besprochen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das haben wir auch heute Morgen besprochen, es wird nicht nur Rentenkommission im Wahlprogramm stehen. Da wird auch die eine oder andere Zielgruppe drin stehen. Ich habe eben das Thema Erwerbsgeminderte angesprochen, wo wir vorher ganz klar sagen, wo wir nicht die Gießkanne daneben wollen, sondern wo wir gezielt helfen wollen. Das wird im Wahlprogramm drinstehen. Ich finde das einen wirklich seriösen Weg, anstatt jetzt im Wahlkampf wirklich einzutreten in einen Wettbewerb, wer kurzfristig das meiste verspricht. Ich glaube, die Menschen wollen Langfristigkeit, Verlässlichkeit. Und die Rente ist ein sehr langfristiges, verlässliches System. Und das sollte man nicht für Wahlkampfzwecke missbrauchen. Das ist unsere Meinung. Das stimmt für die 30-Jährigen, aber für die jetzt schon Rentner sind, da ist es nicht mehr so langfristig. Ne? Die brauchen Schnelländerungen. Private Vorsorge. Seit Jahrzehnten wird in Deutschland gesagt, die staatliche Rentenversicherung alleine wird nicht ausreichen, um im Lebensabend das gewohnte Niveau zu halten. Betriebsrenten, Riester-Rente. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Also die Riester-Rente ist meines Erachtens ein Flop. Ich sage immer ein krasses Beispiel, gebe ich zu, aber nur damit man das im Bewusstsein hat. Da gibt es 2 Verkäuferinnen, die eine hat eingezahlt, ihre paar Euro Monat für Monat, und die andere wollte sich doch lieber ein T-Shirt kaufen und hat darauf verzichtet. Beide gehen am selben Tag in Rente, beide haben eine so niedrige Rente, dass sie die Grundsicherung beantragen müssen. Die eine hat aber 100 Euro mehr durch Riester, die andere 100 Euro weniger. Das heißt, wir bezahlen einmal die Differenz zu, glaube ich, jetzt 676 Euro, und im anderen Falle zahlen wir eine niedrigere Differenz. Hätte sie nie eingezahlt, hätte sie die höhere Differenz Also bekommen. private Vorsorge die fühlen sich lohnt jetzt, sich- die eine lohnt fühlt sich sich nicht für betrogen. wirklich Arme. Nein, Ist das so? ich sage nicht, dass sich das nicht lohnt. Du kannst private Versicherung abschließen, aber du musst es dir leisten können. Die Teilzeitbeschäftigten, die ständig befristet Beschäftigten, wie sollen die sich denn das leisten? Die FDP redet immer von privater Vorsorge. Ja, wenn ich mir das leisten kann, ist es gut, und wenn ich es mir nicht leisten kann, an die müssen wir ja denken. Was ist mit denen, die sich keine private Vorsorge leisten können? Die Frage ist, warum können sich viele eine private Vorsorge nicht leisten? Da bin ich völlig bei Ihnen. Über die private Vorsorge selbst muss man auch reden. Übrigens, Herr Gysi, wir haben jetzt ein Gesetz gemacht, wo man 200 Euro bei der Grundsicherung im Alter behalten darf. Ich meine, es war ja wirklich ein Treppenwitz, dass wir den Leuten sagen, bitte sorgt privat vor und hinterher ziehen wir es ihnen ab in der Grundsicherung. Da haben wir jetzt ein Gesetz Da gemacht. wäre ja Ihrer Verkäuferin jetzt geholfen. Naja, warten wir es mal ab. Es ist verabschiedet. Gysi hört zwar auf, aber er ist immer Ich höre nicht auf, Nein, nein. wären Sie mal Wir nicht wollen uns ja komisch. noch treffen. Ich trete direkt an in Treptow-Köpenick. Ich hoffe, auch mit Erststimme gewählt zu werden. Und dann will ich in Ihre komische Rentenkommission. Das nehme ich heute schon fast als Müssen Sie Versprechen. nur komisch dann zurücknehmen. So, warum gibt es Probleme? Das erste Problem sind natürlich die niedrigen Zinsen. Das ist natürlich klar, wenn ich keine Zinsen habe, habe ich unglaubliche Probleme, privat vorzusorgen. Das zweite Problem ist, dass, ich meine, das hat Herr Fahren schon gesagt, der Präsident der Sparkassen in Deutschland, dass 60% der Sparkassenkunden
am Monatsende kaum Geld mehr übrig haben vom laufenden Gehalt, um überhaupt privat vorsorgen zu können. Jetzt lasse ich mal die niedrigen Zinsen weg. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens, und da können wir gerne im Wahlkampf drüber reden, wirklich einen Wettbewerb um die beste, ich sage bewusst beste, Steuerreform und effizienteste, die gerade untere und mittlere Einkommen entlastet. Seit 10, 15 Jahren reden wir über dieses Thema. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich mit voller Wucht vorgehen, dass wir wirklich Normalverdiener treffen, Familien, Alleinerziehende, weil die seit 10, 15 Jahren einfach das Problem haben, dass von den Lohnerhöhungen ein nennenswerter Teil über die kalte Progression, über die Inflation aufgefressen wurde, weil der Staat die Tarifkurve nicht an die Inflation angepasst hat. Das hört sich jetzt technisch an, aber ich glaube, Herr Schier, dass wir hier einen Fokus brauchen, damit die Menschen überhaupt in die Lage versetzt werden, privat Ich übersetze es mal, du bekommst brutto 3% mehr und netto nur 1%, weil der Rest von der Steuer geschluckt wird. Das ist die kalte Progression, stand ja im Koalitionsvertrag, dass sie beseitigt wird, aber sie ist nicht beseitigt worden. Es gibt sie nach wie vor. In den letzten 2 Jahren wurde sie beseitigt. Und das nächste Problem ist aber, da hat er wieder recht, dass erstens der Freibetrag nicht hoch genug ist, dadurch trifft man Arme, und zweitens, dass die Mitte hier alles bezahlt. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meister, auch Selbstständige, die ganz gut verdienen, auch die mittelständischen Unternehmen, die können nicht schummeln. Also vielleicht mal bei einer Bewirtungsquittung ein bisschen. Aber ansonsten zahlen die alle eher die Steuern. Bloß die Konzerne, die großen Banken, die haben es ja nicht nötig. Aber für Steuerlücken ist immer der Gesetzgeber verantwortlich, nicht der Bankdirektor. Da müssen wir das Recht ändern, und zwar in ganz Europa, auch in Deutschland. Und wir sollten da vorangehen. Wissen Sie, wir haben der Commerzbank so geholfen. Wir haben sie mit Steuermitteln gerettet. Und jetzt haben die riesige Gewinnung und zahlen keine Steuern. Das ist doch abenteuerlich, kann ich nur sagen. Also das dürfen wir uns einfach nicht bieten lassen, und zwar im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nicht bieten lassen. Ich bin dafür, die Mitte zu entlasten. Ich habe da auch ein bisschen andere Auffassung als meine Partei. Auf jeden Fall möchte ich, dass die mittleren Einkommen entlastet werden. Aber das geht nur, wenn ich die höheren Einkommen etwas stärker belaste. Mein Gott, wenn man für das zum Beispiel, was man mehr als 100.000 € im Jahr verdient, 53% Steuern bezahlt, ruiniert einen das? Damit Nein, sind wir jetzt mitten in der Gesamtbilanz dieser Sendung. Was kann man letztendlich tun, um Armut in Deutschland zu reduzieren? Was ist das Rezept? Ist das Rezept mehr Umverteilung, also zum Beispiel ein höheres Rentenniveau zu garantieren und dafür mehr Abgaben und mehr Beiträge kassieren, oder ist die Grenze schon erreicht? Ich glaube, Umverteilung hilft nicht. Ich habe eben das Beispiel mit den Kindern gebracht. Was hilft Umverteilung, wenn wir die Kinder nicht aus der brenzligen Situation herausholen? Ich glaube, und das freut mich auch, wenn jetzt alle Parteien, es sind ja fast alle im Deutschen Bundestag, sagen, wir müssen die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Bei den Steuererhöhungen gibt es unterschiedliche Ansichten. Dann freue ich mich erstmal darüber, weil wir seit 10, 15 Jahren über dieses Thema reden, und immer gab es andere Gründe, es nicht zu machen. Erst war es die Energiewende, ja, dann war es die Eurokrise, es waren, ich sag's jetzt mal, die griechischen Rentner, dann waren es die Flüchtlinge. Es gab immer irgendwelche Gründe, warum wir uns um alles gekümmert haben, aber nicht diejenigen, die in diesem Lande morgens aufstehen, auf den Wecker kloppen, zur Arbeit gehen, eine Familie haben, sich an Regeln halten, dass wir die wieder in den Fokus rücken. Und ich glaube, dass wir deshalb, ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, die Politik befindet sich bei diesem Thema insgesamt in einer Glaubwürdigkeitsfalle, aufgrund der Dinge, die ich gerade skizziert habe, dass die Leute uns gar nicht mehr glauben, dass wir es machen. Und deshalb bin ich erst mal froh, dass alle Parteien sagen, oder fast alle, ja, wir müssen die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Und das sollte man jetzt als erstes machen, weil ich die Ansicht habe, dass es besser ist, und das ist auch eine Geisteshaltung oder eine Frage der Geisteshaltung, es ist besser, den Menschen, den Familien das Geld zu geben, dass sie selbst entscheiden können, wie sie das Leben gestalten, anstatt ihnen das Geld wegzunehmen, ich spitze jetzt mal zu, sie in die Bedürftigkeit zu schicken, um sie hinterher mit 140 familienpolitische Programme wieder rauszuholen. Ja. Das ist nicht mein Konzept, und deshalb brauchen wir diese Entlastung gerade für Familien und Normalverdiener. Also nochmal, ich glaube, man kriegt soziale Gerechtigkeit nicht ohne Steuergerechtigkeit. Und zu Griechenland will ich nur einen Satz sagen. Wir haben uns dort für den ganzen Süden für Abbau entschieden. Wir hätten uns für Aufbau entscheiden sollen, wie in Deutschland nach 45 mit dem Marshallplan. Aber das ist ein anderes Thema, machen wir ein anderes Mal. Jetzt aber so viel. Steuergerechtigkeit, dazu braucht man auch eine Vermögenssteuer. Ich will zumindest für Privatvermögen 5% auf das, was man mehr als 1 Million besitzt. Mein Gott, das merken die doch gar nicht, wenn ihnen das abgezogen wird. Aber wir haben wieder ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ich will auch einen höheren Spitzensteuersatz, aber gerade um die Mitte zu entlasten. Kann ich da mal einhaken? Sie sagen 53% Spitzensteuersatz. Ihre Partei hat was ganz anderes beschlossen. Nein, letztendlich ab 1 Million 75% Steuersatz. Ich habe ja gesagt, dass ich da etwas andere Auffassung als meine Partei habe. Warum nicht 75? Aber ja, das kann ich Ihnen sagen, weil das geht so in Richtung Enteignung. Die ist anders geregelt als eine Steuer im Grundgesetz. Aber mal abgesehen davon,
Dass man, wenn man mehr als 1 Million verdient, vielleicht mehr zahlen muss, das ist ja nicht falsch. Über den Prozentsatz können wir ja dann noch streiten. Aber was mir wichtig ist, wir haben so einen Steuerbauch in der Mitte. Wissen Sie, die Facharbeiter, die Meister, all die haben diesen Steuerbauch. Der muss weg. Und wenn der weg ist, geht es natürlich nur, wenn ich eben ab einem bestimmten Zeitpunkt die 53% nehme. Über die anderen Sätze können wir später streiten. Und ich finde auch eine Vermögenssteuer wirklich nicht schlimm. Warum wir die nicht mehr heben, verstehe ich nicht. Jahrelang hat das funktioniert, ist auch niemand gegangen. Aber dann, das Wichtigste ist... Aber Sie schon noch mal nachhaken. Also Ja. Vermögenssteuer war bisher 1-2%. So wie Sie es jetzt machen wollen mit 5%, da haben Sie... Sie dürfen mich ja in der Koalition gerne auf 3% Ich würde ja trotzdem mal gerne aber- nachhaken, wie Sie das sich vorstellen. Bei 5% Vermögenssteuer, da haben Sie ja binnen weniger Jahre praktisch jeden Familienbetrieb verstaatlicht. Ach, Ivo, ich sage ja, ich spreche nicht von Betriebsvermögen, sondern von Privatvermögen. Und wir haben auch einen Freibetrag beschlossen für Betriebsvermögen. Vielleicht muss der sogar höher sein. Darüber kann man reden. Aber das Privatvermögen und der Finanzhof in München, unser höchstes Finanzgericht, hat sehr gut unterschieden zwischen Privat- und Betriebsvermögen. Das geht auch bei Handwerkern etc. Aber wissen Sie, wenn jemand so viel Schmuck besitzt, wenn jemand so viel Aktien besitzt etc., wir haben noch eine grobe Ungerechtigkeit. Also mal angenommen, ich hätte 100.000 Euro durch Arbeit im Jahr verdient und 100.000 durch Zinsen verdient. Dann muss ich auf die 100.000, die ich durch Zinsen verdiene, viel weniger Steuern bezahlen, als für die 100.000, die ich durch Arbeit verdient habe. Wieso eigentlich? Für die Zinsen mache ich ja nichts. Wissen Sie, was mir die FDP sagt? Ja, Nicht immer noch eins und noch eins. Jetzt muss er mal darauf antworten nur, können. dass er eine Antwort bitte nicht benutzt. Die FDP sagt mir immer, aber das Vermögen auf dem Sparguthaben ist ja schon mal versteuert worden. Ja, aber nicht die Zinsen. Die Zinsen kommen ja obendrein. Ja Und ich will da die gleiche Steuer wie beim Einkommen. Ich möchte da jetzt nichts vorwegnehmen, aber er spricht ja das Thema Abgeltungssteuer an. Richtig. Wo wir früher gesagt haben, oder das war Herr Steinbrück, glaube ich, dass es besser ist, 25% zu bekommen von etwas als 42% von nichts, weil es sehr, sehr viele Steuerschlupflöcher weltweit gab, leider auch noch gibt. Und deswegen gibt es einen Informationsaustausch, haben wir jetzt mit mehr als 100 Ländern vereinbart. Und ich könnte mir vorstellen, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in den Wahlkampf gehen und sagen, wenn das abgeschlossen ist, sind wir die Letzten, die sagen, komm, dann müssen Zinsen genauso behandelt werden wie auch Arbeit aus Händearbeit. Ich sage es jetzt mal so. Nur man muss es trennen vom Thema Dividende. Das ist ein anderes Thema, was die Unternehmen trifft, weil die schon Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Dividende und so weiter, das heißt, die zahlen schon sehr, sehr viel. Trotzdem glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und darüber muss man ja auch im Wahlkampf dann reden, ist natürlich der, einmal bei der Vermögensteuer hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, aufgrund von Bewertungsfragen können wir das so nicht gutheißen. Aber ich sage mal, die entscheidende Frage, Herr Schier, das ist auch mein letzter Punkt, ist natürlich die, sollen wir sagen, in Zeiten, wo wir eine Nullzinspolitik haben, wo eigentlich auch der Bundesfinanzminister jedes Jahr 20 bis 25 Milliarden Euro spart an Zinsdienst, wo wir sprudelnde Steuereinnahmen haben, sollen wir in dieser Zeit sagen, wir geben jetzt noch mehr Geld aus, wir erhöhen die Steuern, oder soll der Staat nicht einfach mal mit seinem Geld auskommen? Denn immer dann, das hat die Vergangenheit gezeigt, wenn der Staat die Steuern erhöht hat, hatte er auch neue Ideen, wie er es ausgibt. Ja, zum Teil auch verschwendet, das sagt ja auch Das war jetzt der Ihr Schwarzbuch. Schlussplädoyer. Jetzt hat noch Herr Gysi Zeit für seines, maximal 30 Sekunden. Na, ich sage nur, Steuergerechtigkeit ist auch wichtig für die Kultur in einem Land. Sie unterschätzen das. Und die Leute fühlen sich nicht gerecht behandelt. Die einen zahlen zu viel und die anderen zu wenig. Und das muss geändert werden. Herzlichen Dank an Sie beide für diese engagierte und lebhafte Debatte. Morgen zur selben Zeit die Phoenix-Runde. Auch da geht es im weitesten Sinne wieder um die Gerechtigkeit, nämlich um das bedingungslose Grundeinkommen. Die Frage lautet 1.000 Euro für jeden. Wie sinnvoll ist das Grundeinkommen? Klingt interessant, schalten Sie rein. Und für heute herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend. Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Die deutsche Wirtschaft brummt. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit. Löhne und Renten steigen. Die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherungen melden Rekordüberschüsse. Im Vergleich zu den meisten Nachbarstaaten geht es Deutschland hervorragend. Aber ist damit wirklich alles gut? 2 Millionen Kinder leben in Hartz-IV-Familien. Die Bildungschancen sind ungleich verteilt. Und heute erschienen eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Bis zu 20% der neuen Rentner droht ab 2036 Altersarmut. Wie sieht es also aus? Sind es erfreulich wenig Menschen, denen es in Deutschland schlecht geht? Oder werden im Gegenteil die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Unser Thema heute: Kleine Renten, große Vermögen. Wie gerecht ist Deutschland?
Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, heute Chef der Europäischen Linken. Und Carsten Linnenmann, er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU. Auch an Sie herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Herr Gysi, wie gerecht ist Deutschland? Naja, wir machen dieselbe Fehlentwicklung, die wir weltweit haben. Also es fängt mit Folgendem an. 1998 hatten die finanziell untere Hälfte unserer Haushalte einen Anteil am Gesamtvermögen von 2,9%, jetzt nur noch von 1%. Die oberen 10.000, die reichsten, nicht 10% der Bevölkerung, hatten einen Anteil von 45%, jetzt sind sie bei über 50%. Das heißt, es gibt eine Verschiebung. Das Zweite ist, dass die Arbeitslosenstatistik relativ gut aussieht, aber man muss wissen, wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa und wir haben millionenfache prekäre Beschäftigung durch Leiharbeit, durch eben die gering bezahlten Jobs, aber auch durch Scheinselbstständigkeit, durch erzwungene vielfache Befristungen und durch erzwungene Teilzeit. Und dann haben wir keine Vermögenssteuer. Und was mich auch sehr stört, als letztes Jahr auf Bildung hingewiesen, ist übrigens auch ein großes Problem. Aber es gibt noch etwas, was mich stört. Die Armut, da wird nicht richtig eingegriffen dagegen. Aber die Mitte in der Gesellschaft, übrigens wegen Mittelstand, bezahlt hier alles, weil man sich an die wirklich Reichen und Vermögenden nicht herantraut. Und das kann so nicht bleiben. Herr Lindemann, werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Die Frage ist, was man unter reich versteht. Wenn Herr Gysi unter reich versteht, dass es Manager gibt, die für Nichtleistungen Boni bekommen, dann bin ich bei ihm. Wenn Herr Gysi darunter versteht, dass es große Konzerne gibt, große Kaffeekonzerne, die die Gewinne in Deutschland schmälern, indem sie, wenn sie einen Kaffee kaufen, eine Lizenzgebühr bezahlen müssen, faktisch, die nach Luxemburg transferiert wird, damit hier wenig bis gar keine Steuer bezahlt werden und in Luxemburg dann die Steuern bezahlt werden, wo die Sätze niedriger sind als bei uns, dann bin ich bei Herrn Gysi. Dann ist das für mich sozial ungerecht. Das ist die größte soziale Ungerechtigkeit überhaupt, dass nicht dort die Steuern bezahlt werden, wo die Gewinne anfallen. Aber das ist schon ein Zerrbild, was Herr Gysi meines Erachtens abzeichnet, weil ich glaube, die beste Antwort auf Armut oder Altersarmut ist Beschäftigung. Und in Deutschland ist es mittlerweile so, dass wenn Sie eine Ausbildung haben, beispielsweise, dann faktisch eine Garantie haben, dass sie im Leben nicht mehr arbeitslos sind. Das sind jetzt die ersten Zahlen. 97% derer, die eine duale Ausbildung haben, sind nicht arbeitslos. Wenn Sie nach Spanien reisen, nach Griechenland, nach Südeuropa, sieht die Situation ganz anders aus. Und deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, dass die Wirtschaft prosperiert, dass es dem Mittelstand gut geht. Dann geht es auch den Menschen gut. Die Arbeitnehmer müssen was von dem Kuchen abhaben. Darüber reden wir ja gleich noch. Aber ich habe ein Problem damit, ein Zerrbild zu zeichnen. Wir sollten nicht mit der Gießkanne vorgehen, sondern uns darüber unterhalten, wo gibt es Probleme und die dann auch lösen, anstatt mit der Gießkanne versuchen, alles auf einmal anzugehen. Jetzt haben wir uns ja die Situation insgesamt angeschaut. Lassen Sie uns mal verdichten auf die Situation der Rentner. Geht es den Rentnern in Deutschland erstaunlich gut oder erstaunlich schlecht? Also wir haben immer noch nicht die gleiche Rente in Ost und West, was im 27. Jahr der deutschen Einheit ein Skandal ist. Das muss jetzt wirklich mal zügig geschehen. Das Zweite ist, dass es heute den Rentnerinnen und Rentnern noch einigermaßen gut geht. Aber ich fürchte für die jetzt 50-Jährigen, für die 40-Jährigen, für die 30-Jährigen und erst recht für die ganz Jungen. Und da hat die Bertelsmann Stiftung völlig recht. Ein Fünftel wird dann an Altersarmut leiden. Da haben wir dann so eine Grundsicherung. Da darfst du aber kein Sparguthaben haben und nichts. Das muss man sich mal ansehen. Das ist auch alles sehr demütigend gestaltet. Und da ist eben die Lösung der Union und zumindest bisher auch der SPD nur gewesen, Senkung des Rentenniveaus und immer später in Rente gehen. Habe ich ja mal den schönen Satz gesagt, dass man zwar mit 90 Jahren im Bundestag noch herumdödeln kann, aber eben kein Dach mehr decken. Also es geht gar nicht, dass wir das Rentenalter immer weiter nach hinten verschieben, denn wir haben ja auch eine hohe Zahl von Frühverrentung. Und wenn Sie mich fragen, wie die große Reform aussehen sollte, die wir machen müssten, erzähle ich es Ihnen gerne. Sie erlauben mir, zwei Dinge halte ich fest. Rentenniveau, Renteneintrittsalter, über beides werden wir sprechen. Zunächst mal über die Gesamtsituation möchte ich noch mal ein gutes Bild bekommen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Informationen, die man da bekommt. Zunächst mal Grundsicherung im Alter, die ist dafür da, dass keiner im Alter in absolute Armut fällt. Nur 5% der Rentner bekommen Grundsicherung. Das sieht so aus, als ob Armut im Alter viel, viel geringer wäre als bei jüngeren Leuten, bei jungen Familien zum Beispiel. Und dann gibt es jetzt diese Studie, die sagt jetzt, hoppla, da droht 20% der neuen Rentnern Altersarmut. Wie ist die Situation jetzt? Besser als beim Rest der Bevölkerung oder schlechter? Die Studie, Herr Schier, kommt zu einem anderen Schluss. Die Studie sagt zwar, 20% erreichen wir, aber nicht Altersarmut, sondern Armutsgefährdung, Armutsrisiko. Da sind natürlich auch Studenten beispielsweise drin, ja, die hier in Berlin wohnen oder sonst wo eine Bude haben, studieren, von ihren Eltern noch 500 € bekommen und in die Statistik Armutsrisiko fallen. Die sind aber nicht armutsgefährdet. Und deswegen kommt es darauf an, wirklich die richtigen Zahlen zu benutzen. Und ich glaube, wir sind uns einig, es geht um die Grundsicherung im Alter. Davon sind im Moment 3% betroffen.
Und das geht auf 5%. Ich glaube, die Bertelsmann Stiftung heute sagt 7%. Und da gibt es andere Bereiche, Kinder beispielsweise in Hartz-IV-Familien, Alleinerziehende und so weiter, wo das Armutsrisiko noch viel, viel höher ist. Und eins muss man natürlich sagen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Debatte, es sind zwei verschiedene Systeme. Es gibt einmal das Rentensystem, das ist ein Versicherungssystem, dass derjenige, der mehr einbezahlt, auch mehr herausbekommt. Und die Grundsicherung im Alter ist ein Fürsorgesystem. Und ich bin der Letzte, im Gegenteil. Da müssen wir uns mal genau ansehen, wer ist denn gefährdet, um da reinzurutschen? Wer hat denn heute die Sorge, später in Altersarmut zu rutschen? Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es gibt die sogenannten Erwerbsgeminderten in Deutschland. Das sind 1,8 Millionen Menschen. Die haben keine große Lobby hier in Berlin. Das sind Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen, aus physischen, aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten können. Die sind 20 Jahre alt, 30 Jahre alt oder 60 Jahre. Und die sind hochgradig gefährdet, in diese Altersarmut zu rutschen. Das heißt, da ist die Union, und das kann ich auch für die gesamte Union sagen, sind wir die Letzten, die nicht da unterstützen wollen. Wir haben in dieser Periode zweimal angepackt und ich bin mir sicher, auch in der nächsten Legislaturperiode werden wir diesen Kreis weiter unterstützen. Es gibt auch andere Kreise, aber das ist für mich eine zielorientierte Rentenpolitik. Und nicht einfach sagen, wie die Linke das tut, wir wollen ja auch mal ein bisschen zuspitzen, dass wir auch eine Debatte bekommen, dass man einfach sagt, wir können die Probleme in Deutschland lösen, indem wir einfach das Rentenniveau anheben, können wir mitnichten. Denn für die Leute, Herr Schier, die Sie ansprechen, die in diese Grundsicherung im Alter rutschen, dort wird ja die Rente angerechnet. Das heißt, da können Sie das Rentenniveau noch so hoch anheben, da treffen Sie nicht die zielgerichtet, sondern es ist die Gießkanne. Wir müssen zielgerichtet den Menschen helfen und nicht jeden Wahlkampf mit der Gießkanne unterwegs sein, um die teuersten Wahlkampfversprechen. Den Weg zielgerichtet ist gut, dann versuche ich mal zielgerichtet diese Debatte zu lenken. Zunächst mal haben wir ein Rentensystem, das im Prinzip bis 2030 gut aufgestellt ist, oder haben wir Änderungsbedarf, Herr Gysi? Natürlich haben wir Änderungsbedarf. Es ist ja schon beschlossen worden, das Rentenniveau zu senken. Das wird ja jedes Jahr tiefer. Insofern ist das ein gewaltiges Problem, weil es ja die neuen Rentner mal trifft. Denn gerade ihr Rentenniveau wird ja immer geringer sein. Das Zweite ist, dass wir jetzt eben dabei sind, das Renteneintrittsalter zu verschieben von 65 auf 67. Wir sind ja schon ein Stück weiter. Jedes Jahr kommt ein Monat dazu. Und für viele ist das ein gewaltiges Problem, weil sie die Kraft nicht haben, wenn sie 40 Jahre lang wirklich hart gearbeitet haben etc. Und jetzt sage ich Ihnen auch, worin die Lösung besteht. Und das hat gar nichts mit Gießkanne zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich will ja auch die Mitte entlasten, zum Beispiel steuerlich. Aber das ist eine Einkommensteuerfrage, die lasse ich jetzt mal weg. Mir geht es um was anderes. Es geht nicht mehr in der nächsten Generation, dass nur die Lohnabhängigen und deren Unternehmen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen. Auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte. Alle müssen einzahlen. Wenn wir dann noch die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben, heute 6.500 im Osten, 7.500 im Westen, und sagen, nee, von dem, was du verdienst, musst du Beiträge bezahlen, und dann noch einen dritten Schritt gehen, dass wir für die Spitzenverdiener den Rentenanstieg abflachen. In meiner Partei gab es mal wie in der Schweiz die Vorstellung einer Höchstrente, sage ich, macht das Bundesverfassungsgericht nicht mit. Die sagen, ein höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen. Allerdings sagen sie, in einer Solidarversicherung darf man abflachen, weil es ja auch ein Solidarbeitrag ist. Wenn wir diese 3 Schritte gehen, das wäre eine große Reform. Aber ich will noch dazu was sagen. Ich habe nichts dagegen, dass dann der Staat an die Beamten noch irgendwas dazu zahlt oder dass Rechtsanwälte noch eine eigene Versorgung aufbauen. Aber alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung zukünftig einzahlen. Dann können wir die Probleme lösen und das alte Rentenniveau wieder erreichen. Jetzt haben Sie noch einen Punkt eingebracht. Jetzt arbeiten wir das mal nacheinander ab. Rentenniveau. Ich versuche mal zu erklären, was man darunter versteht. Ja, das ist die Frage, wie viel Prozent oder wie verhält sich das Einkommen eines durchschnittlichen Rentners, der 45 Jahre lang einbezahlt hat, wie viel Prozent von dem, was ein Durchschnittsverdiener, der heute aktiv ist, verdient? Im Moment 48%. Begonnen haben wir mit 52%. Wenn man nichts weiter tut, sinkt es nach den Berechnungen ab auf 45%. SPD sagt, wollen wir bei 48% stabilisieren. Sie sagen, 53% muss das stabilisiert werden. Beginnen wir bei Ihnen. Warum will die Union nichts dagegen tun, dass das Rentenniveau von jetzt 48% auf 45% absinkt? Wenn Sie das Rentenniveau anheben, Herr Schier, muss das bezahlt werden. Und in der Regel passiert das dann über Beiträge. Und wenn die Beiträge steigen, dann trifft das ja gerade diejenigen heute, ich denke an Familien mit vielen Kindern, ich denke an Alleinerziehende, die heute Sorge davor haben, später in diese Altersarmut zu rutschen, in die Grundsicherung für Arbeit. Das heißt, sie treffen genau diejenigen, die sie eigentlich unterstützen wollen. Deswegen freue ich mich auch auf den Wahlkampf, wie wir Familien entlasten über Sozialversicherungsbeiträge und über Steuern. Und hier würde man genau den gegenteiligen Effekt anbringen. Und deswegen finde ich, ich meine, es war ja Franz Müntefering, es waren ja nicht wir, im Jahre 2006. Wir haben das konstruktiv begleitet, ja, und ich finde, er hat damals gesagt, wir versuchen jetzt das System bis 2030 stabil zu halten. Indem er gesagt hat, das Rentenniveau darf nicht unter 43% sinken. Im Moment sind wir bei 48%. Wenn die Wirtschaft weiter so wächst, kommen wir auch nicht auf 43, sondern höher. Und die Sozialversicherungsbeiträge, die Krankenversicherungsbeiträge,
die Rentenversicherungsbeiträge dürfen nicht auf über 22% steigen. Wir sind jetzt bei 18,7. Das heißt, wir haben doch jetzt eine Situation, dass wir bis 2030 dieses Rentensystem stabil organisiert haben. Ich bin der Letzte, der nicht darüber redet, wo es Probleme gibt, wo wir anpacken müssen. Wir können über Riester. Das Thema Beamte bin ich der Letzte. Ich habe das auch eben in einer Gremiensitzung angesprochen. Wir als Union fordern eine Rentenkommission, die dann startet nach der Bundestagswahl, weil wir jetzt nicht in einen Überbietungswettbewerb wollen. Aber in dieser Rentenkommission, da müssen wir, glaube ich, ohne Schaum vor dem Mund auch Themen ansprechen, wo wir sagen, es ist lange aufgeschoben worden. Da zählt auch das Thema Beamte, da zählt das Thema Politikerpension, auch das Thema Selbstständige. Glauben Sie etwa, Herr Gysi, dass ich möchte, dass jemand sich selbstständig macht und sein Geschäftsmodell so ausrichtet, dass er keine Rentenversicherungsbeiträge zahlt, das Leben lang selbstständig ist und hinterher in die Alterssicherung rutscht und der Steuerzahler soll das noch finanzieren? Das will ich auch nicht. Aber ich möchte nicht im Wahlkampf einen Überbietungswettbewerb um die teuersten Rentenbonbons. Und Herr Gysi, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt, weil Wahlkampf ist, dieses Thema Rentenniveau hochzieht und nach der Wahl wieder ruhiger wird. Wer soll das Bonbon bezahlen? Ja, wissen Sie, es ist ja so, als Politikerinnen und Politiker haben Sie nie eine Chance, ein Bonbon hochzuziehen. Wenn die Leute das nicht interessiert, können sie erzählen, was sie wollen. Aber ich glaube, das Rententhema interessiert die Menschen. Und das, was ich sage, sage ich seit Jahren und auch außerhalb von Wahlkämpfen. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen das umstellen. Und ich sage noch einmal, die können sich alle zusätzlich privat versichern. Interessiert mich alles gar nicht. Aber alle müssen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Sonst werden wir den Druck immer wieder erleben, das Renteneintrittsalter zu verschieben, das Rentenniveau zu senken, was nicht geht. Das haben Sie aber immer noch nicht gesagt, wer das höhere Rentenniveau bezahlen soll. Na, sonst könnten Sie auch 60 oder 70%. Ich als Rechtsanwalt, ich als Bundestagsabgeordneter, die Beamtinnen und Beamten, zahlen aber keine Rentenversicherungsbeiträge. Zahlen Sie doch gar nicht. Das sage ich doch. Das soll sich ändern. Und die bezahlen es dann. Und dann auch, so, verstehen Sie, das ist doch der Unterschied. Ich sage nicht, die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen sollen mehr bezahlen, sondern ich sage, es sollen lauter Leute einzahlen. Natürlich erst in der nächsten Generation, die 18 werden, weil ich kann ja in Vertrauensverhältnisse nicht eingreifen bei 50-Jährigen. Da können wir damit anfangen, dass wir sagen, nein, ihr müsst alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Was glauben Sie, was das für einen finanziellen Schub gibt, wenn alle Rechtsanwälte, Selbstständigen, wenn das ist ja ein Unternehmerinnen und Versicherungsprinzip, Unternehmen... wer einbezahlt, nimmt auch raus. Nur weil Sie mehr Leute einzahlen lassen... Ja, passen Sie auf. Erstmal zahlen mehr ein. Das heißt, ich habe erstmal mehr Geld für die Renten. Und zum Zweiten, wenn die dann selbst in Rente gehen, sage ich ja nochmal, ohne Beitragsbemessungsgrenzen. Wenn einer 1 Million verdient, muss er eben von 1 Million seinen Beitrag bezahlen. Aber den Rentenanstieg für die Spitzenverdiener flache ich ab. Das ist zulässig, das lässt auch das Bundesverfassungsgericht zu. Ich sage Ihnen, wenn wir nicht so große Reformschritte gehen, werden die Grundsicherung ist ja auch demütigend. Wissen Sie, warum es auch so wenig Anträge gibt? Es gibt Leute, deren Sparguthaben ist zu hoch. Das kann sich gar keiner vorstellen. Du darfst als Hartz-IV-Empfängerin ein höheres Sparguthaben haben als eine Grundsicherungsrentnerin. Das heißt, sie muss erst mal ihr Sparguthaben aufbrauchen, bevor sie überhaupt die Grundsicherung beantragen kann. Also wenn, dann brauchen wir eine Mindestrente, wo wir sagen, das ist das Minimum, was jemand benötigt, um sein Leben bestreiten zu können. Und noch was, wegen des Rentenniveaus. Früher gab es einen Grundsatz, und der wird Schritt für Schritt aufgegeben, dass man mit der gesetzlichen Rente in der Lage sein soll, den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man sich im Erwerbsleben erarbeitet hat. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Gut, dann versuchen wir, das zu systematisieren. Mindestrente. Linkspartei fordert eine solidarische Mindestrente, 1.050 € im Monat. Ich sage mal, das klingt super. Warum soll man das nicht jedem älteren Menschen... Haben wir eine von 1.000, allerdings ist Norwegen auch ziemlich teuer, das weiß ich. Aber immerhin, die haben eine Mindestrente von 1.000 €. Warum gönnen Sie den armen Rentner nicht 1.050 € im Monat? Ich gönne es jedem, aber es muss einer bezahlen. Nochmal, Sie treffen damit, schauen Sie sich mal die Situation heute an. Die EZB macht eine Nullzinspolitik. Das heißt, die Menschen haben unglaubliche Probleme, ihr Geld anzulegen. Ich rede nicht über diejenigen, die sich Immobilien leisten können, in tollen Städten, sondern wirklich über die ganz normalen Menschen, die Geld auf dem Sparbuch haben, die eine Lebensversicherung haben. Die erleben doch jetzt die andere Seite der Medaille. Richtig. Nämlich, dass sie wenig Zinsen bekommen. Es ist faktisch eine Enteignung, was da stattfindet. Ja, aber Herr Gysi, genau die treffen Sie ja jetzt, weil die Rentenversicherungsbeiträge steigen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, es sollen andere mit einbezogen werden. Aber dann lass uns doch darüber reden, wie wir beispielsweise die betriebliche Rente, ja, die private Rente, die haben wir ja extra eingeführt. Gerhard Schröder war es damals, wir haben das konstruktiv begleitet. Da liegt ja auch einiges im Argen. Bei der betrieblichen, das haben wir unterstützt, jetzt im Deutschen Bundestag und auch selbst ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass wir gerade Geringverdienern helfen. Und bei der privaten, da stimmt auch vieles nicht, gebe ich zu. Auch bei Riester nicht. Wer heutzutage riestert und keine Familie hat, ohne Kinder, da sind meines Erachtens Dinge im Argen, Stichwort Abschlussgebühren, Vertriebskosten, wo zum Teil die Zulagen aufgefressen werden. Nicht umsonst ist es Herr Schäfer, der Finanzminister aus Hessen, der jetzt eine Deutschlandrente vorschlägt. Ich wollte nur sagen, ich sage ja nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich habe nur ein Problem
Ein Überbietungswettbewerb um die höchste Rentenhöhe. Aber Herr Schier, es war ja erst Ihre Kanzlerin und CDU-Vorsitzende gesagt, ist alles in Ordnung, ist alles durchgerechnet bis 2024. Sie will darüber jetzt gar nicht diskutieren im Wahlkampf. Ich glaube, sie will über Inhalt überhaupt gar nicht diskutieren im Wahlkampf. Doch, sie will es zielgerichtet machen, Herr Gysi. Schauen wir uns doch mal eine Gruppe an. Ich habe eben die Erwerbsgeminderten angesprochen. Schauen wir uns doch mal an, wer ist noch in Gefahr. Es sind Kinder, die in SGB-II-Familien, in Hartz-IV-Familien leben. Ich sage das ganz deutlich. Wir haben hier in Berlin Hunderte von Kindern, die morgens nicht zur Schule gehen, weil sie nicht das Familienhaus haben, was die Voraussetzungen dafür schaffen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es tolle Projekte in Deutschland, die versuchen, an diese Kinder heranzukommen. Wir haben 60.000 bis 70.000 Kinder, die schwer erreichbar sind. Und dass Hartz IV nicht weitergegeben wird, sag mal ganz vorsichtig, nicht vererbt wird, auch wenn man ja heutzutage schon aufpassen muss, was man sagt. Damit es nicht vererbt wird, müssen wir doch jetzt alles tun, dass wir die Kinder da rausholen, dass die Kinder eine Perspektive haben. Und da brauchen wir einen Wettbewerb. Da müssen wir gerade solche Initiativen unterstützen. Ja, ich war hier in Moabit beispielsweise in Berlin, da gibt es Initiativen, wo Schwestern rund 300 jungen Menschen helfen, eine Ausbildung zu finden, handwerkliche Tätigkeiten. Darüber erwarte ich eine Debatte, dass sie zielgerichtet, Herr Gysi, vorgehen, Linnemann, anstatt das Rentenniveau einfach zu erhöhen. Wir in Kommunen was zu sagen haben, überall, wo wir in Ländern was zu haben, werden solche Projekte immer unterstützt. Aber das liegt natürlich an einer Fehlkonstruktion, für die auch Ihre Partei mit zuständig ist. Ich habe nichts gegen den Föderalismus, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber ich muss Ihnen sagen, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben, weil wir 16 Bundesländer haben, ist abenteuerlich. Also zur Zeit der Postkutschen mag das ja ein Fortschritt gewesen sein, aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Und das Zweite, Kinder werden viel zu früh getrennt. Man muss dafür sorgen, dass gerade auch Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten eine Chance bekommen. Wir brauchen einen chancengleichen Zugang zu Bildung, aber auch zu